Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einer Lampen Solitaire ST in unfassbaren 12 Meter. Neben mir Justus. Moin. Den kennt ihr schon aus dem Video von der Rubin, glaube ich. Die 10 Meter Rubin haben wir zusammen Auf jeden vorgestellt. Fall, ja. Genau. Und jetzt gucken wir uns mal an, was Justus hier mitgebracht hat. Wir sind im schönen Brandenburg. Auf der anderen Straßenseite, da fährt Jan Twitch Farming mit eurem Grubber, den ihr noch vorstellt. Und ja, wir sind hier auf geflügtem Land. Da vorne fährt euer Flug mit dem neuartigen Packer. Ja, oder das System an sich ist neu, ne? Also mit dem Rad hinten. Und dürfen wir so viel Werbung für den Flug machen bei dir? Ich bin damit fein, ja. Genau, also gezogener Flug mit Rad hinten und integriertem Packer. Da sind wir die Einzigen, die das so anbieten können. Genau, ganz neu. Okay. Aber warum wir ja hier sind, warum ich auch hergekommen bin, muss man ehrlich sagen, ist diese 12 Meter Drillmaschine. 12 Meter Drillmaschine auf dem Vormarsch, auch bei mir in der Region in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es einige inzwischen mit diesen absätzigen Verfahren, die wieder damit anfangen. Kann man ja schon sagen, oder? Ja. Warum kommt das wieder so in Trend? Ich glaube einfach, dass es daran liegt, dass wir, ich sag mal, Arbeitsmangel haben. Also oder Leute haben, oder nicht mehr genug Leute haben, die irgendwie Trecker fahren. Und du kriegst halt mit dieser Drille, klar, da hängt jetzt so ein großer Büffel vor, muss aber gar nicht. Also gerade hier in Brandenburg, also da reichen, ich sag mal 260 PS würden da auch locker für reichen. Ne? Einfach einen kleineren Trecker. Und die Saatfenster werden natürlich auch immer geringer. Hiermit schaffst du einfach viel mehr. Und die Bodenbearbeitung heute macht einfach auch schon so ein super Ergebnis, dass wir keine vorlaufenden Werkzeuge mehr haben müssen. Genau, das war die Frage, worauf ich hinaus wollte. Genau. Und wahrscheinlich in 12 Meter mit Vorwerkzeuge schier unmöglich Klapper zu bauen. Genau. Gerade, ich sag mal, in Deutschland, in Übersee oder auch, ich sag mal, in Australien oder so, da sieht man das schon mal, diese Airseeder. Ja, die klappen dann einfach aber auf 6 Meter zusammen quasi. Ja, Ne? So, genau. und das ist auch in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr ganz möglich, auf der Straße damit zu fahren. Genau, aus dem Grund hier dann, ich sag mal, ist es an sich ein Säwagen mit Säschiene, so gesehen. Ne? Ja. Okay, lass uns doch mal von vorne anfangen. Ja. Also, ihr habt jetzt ein neues Produkt mitgebracht. Fangen wir einfach ganz von vorne an. Wie viel Tank, wie viel Volumen, wo geht's los, wo hört's auf? Genau, also wir fangen mal ganz vorne an, ganz normale K80 Anhängung. Gibt es natürlich auch dann mit Zugpendel zum Beispiel. Dann haben wir hier vorne, ich habe sie jetzt mal etwas extra mal tief reingelassen, die Weltscheiben, die sind einfach nur dafür da, nochmal die Fahrspur aufzulockern. Sind ganz normal über die Vollgesteuerung mit zu aktivieren. Genau. Dann geht es weiter, ich sag mal so zum Hauptteil der Sämaschine, ist der Sätank. Ne? Also hier sieht man auch sehr schön, wir haben einen zweigeteilten Tank, also hier in Summe 7000 Liter mit 60-40% Aufteilung und können dadurch dann zwei unterschiedliche Sachen ausbringen. Ja, also ob es jetzt zwei unterschiedliche Sorten sind, wie wir gerade eben schon diskutiert haben, und zwei unterschiedliche, ich sag mal eine Feinsämerei und etwas Gröberes oder Dünger und Saatgut. Ne? Das ist, wie gesagt, das kann man sich dann hier so überlegen, wie man das möchte. Kann ich kurz noch zwischenfragen? Gibt es einen Tank auch? Nein. Also es gibt immer in diese Kombination? Genau. Immer 60-40? Ja. Oder auch 50-50? Der kleinere ist 50-50, genau. Okay. Ja. Erzähl weiter. Genau, und dann haben wir hier ganz normal unsere allbewährte Dosierung, so wie wir das schon bei allen Sämaschinen jetzt haben, also bekannt aus der DT, haben wir aber dann jetzt auch bei der PT und auch bei der 3 Meter MR einfach diese Moduldosierung. Diese Farbe hier zeigt immer an, was das für ein Zellenrad ist. Ne? Also 8N ist so, ich sag mal so für Weizen so, ne? Alles so jenseits der 100 Kilo, sag ich mal. Geteilt ist immer Feinsämerei und dann gäbe es noch Grau für, ich sag mal, Dünger zum Beispiel, also wenn man wirklich Masse da durchbringen möchte. Genau. Abdrehen und säen. Okay, achso, So dann kann ist man das hier- das Blech, was ich umschwenke? Genau, also kann man hier okay, einfach ach so, umstellen. Da sieht man, jetzt rieselt es auch direkt unten raus, Weil wir die Klappe, Wanne nicht. die Klappe kommt jetzt hier rein und nicht wie bei den DTs oben rüber geschoben. Genau, die kommt hier unten drunter. Ja. Genau. Und gibt es eine elektronische Überwachung, Ob das so ist? wenn ich das falsch stelle?
Also wenn ich jetzt versehentlich das falsch stehen lasse? Nee, aber wenn wir im Abdrehmenü sind, können wir gleich gerne oben einmal zeigen und dann durchgehen. Dann sagt er als allerletztes, haben Sie wirklich umgestellt. Okay. Aber ansonsten würde ja auch die Seeüberwachung Bescheid sagen, da kommt nichts an. Genau. Zu den Tanks. Ja. Ich war erst verdutzt, warum die aus Plastik sind, muss ich dir ehrlich sagen, aus Kunststoff. Also ich habe das gesehen und muss dir ehrlich sagen, oh, die Tanks sind jetzt aber nicht so schön. Wir müssen da reinkriechen und so. Gar nicht. Reinkriechen, gar nicht. Ja, aber was ist, wenn man was isst? Was soll denn sein? Da unten ist ein Papierflusen drin, eine halbtote Maus. Justus, wenn ich nicht oft genug in so einem Tank drin gewesen wäre. Haben wir an beiden Seiten diese Öffnung Ja? und da kommst du bis zu dem zweiten Dosierer ran. Und wenn du auf der anderen Seite, also ich sag mal die hinteren beiden oder auf dieser Seite jetzt die rechten beiden Dosierer hast, musst halt von der anderen Seite ran. Okay. Und Also die Löcher sind extra so groß gewählt, dass man da jetzt nicht unbedingt reinkrabbeln soll. okay. Rein theoretisch würden die Tanks ja noch anbieten, dass man theoretisch unten die zu hat vielleicht eine Pumpe dran und könnte Flüssigdünger mitbringen, Ja. oder? Das wäre bestimmt im Bereich des Möglichen. Rein theoretisch wäre es wohl möglich, okay. Genau. Genau, die Dosierung. Ansonsten gerne nochmal das Lampen Solitaire DT Video gucken. Da habe ich das auch nochmal Genau. gezeigt, wie man abdreht. Dann gehen wir einfach mal hinten weiter zu der Maschine. Also wir können dann auch ganz kurz sagen, ihr habt halt 4 Verteiler. Für jeder Verteiler hat eine Dosierer, insgesamt Genau. 8 Dosierer. Genau. Und jeder Verteiler kann für sich, angenommen, Saatgut und Dünger mischen. Und dann geht es in diesem One-Pass-Verfahren, also im Single-Shot-Verfahren hier durch. Dann ist das ja gemischt in diesem Rohr, geht hier durch, kommt dieses gemischte Substrat an und wird hier gemischt verteilt. Genau. Single-Shot-Dünger ist momentan voll der Trend. Ja, aus der Direktsaat sowieso, aber Standardmaschinen haben es immer mehr. Also ihr in der DT, die steht auch für Doppeltank, oder? Nee, DT steht ja für Disc Trailed. Mir haben die Leute erzählt, das steht für Doppeltank. Nee, ist Disc Trailed. Wir sind ja weg von den Zahlen, sind halt hin zu den Buchstaben. ST steht jetzt für Seed Trailed, also rein, also Ja, nur, ja. C-Bar Trailed so gesehen. Gehen da dann auch aufs Internationale und so ist es bei den Sämaschinen komplett erstmal so durch. Genau, bei der Bodenbearbeitung sind noch die Zahlen drin. Aber genau so ist es. Vielleicht noch ein spannender Punkt. In Dänemark ist es so, dass die fast gar keinen Dünger mehr oberirdisch ausbringen dürfen, also Mineraldünger. Die müssen den immer im Boden applizieren. Deswegen ist in Dänemark eigentlich jede Drille mindestens 2 Tank, wenn nicht 3 Tank oder sogar 4 Tank. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, die sind auch unfassbar viel mit Sommerung, richtig? Ja, genau. Das haben wir in Winterung auch rein von der gesetzlichen nicht die Möglichkeit für. Ja, genau. Genau. Also bei denen ist es aber gesetzlich halt so, dass die den mineralischen Dünger eigentlich immer im Boden sofort applizieren müssen. So, und dann machen die auch noch ganz viel Grassamenvermehrung. Drillen dann zum Beispiel bei einem Double Shot mit der einen oder mit jeder zweiten Reihe eine Gerste. Und die dazwischen ist dann immer Gras. Dann ernten die im ersten Jahr die Gerste, ganz normal, und dann die nächsten 2 Jahre die Grassamen. Ja, also dann quasi 3 Jahre lang bleibt die Kultur dann auf dem Acker. Also die Dänen wirklich sehr, sehr spezialisiert und Sehr sehr smart spannend. auch. Ja. Ihr geht dann auf noch mal mehr Verteiler? Genau, Weil also, wenn du sagst, das ist jetzt Single-Shot-Verfahren, genau. du willst jetzt, wie heißt das andere? Double Shot. Double Shot, genau. Double Shot-Verfahren machen, das heißt, ihr habt 8 Verteiler drauf Ja. oder ihr sagt dann 8? Ja. Okay, wir haben dann 8 drauf. Genau. Und dann haben wir die Möglichkeit, sowohl Single-Shot als auch Double-Shot zu fahren? Genau. Ja, also dann käme hier noch ein zweites Rohr quasi hier hinten rein. Ja. Und dann können wir damit entweder 2 Saatgüter in 1 ausbringen oder halt, 2 Produkte getrennt in einem Schar, aber auch. genau, das würde auch Ja. gehen, ja. Für folgende Theorie, für folgende Probleme. Wenn wir angenommen, wir fahren jetzt Raps, 2-3 Kilo auf dem Hektar und dazu gibt es Kieserit, weil wir Schwefel und Magnesium dazu versorgen wollen. Das eine ist unfassbar schwer, das eine unfassbar leicht. Für den einen brauchen wir sehr viel Wind, für den anderen wenig Wind. Und wenn wir Single Shot fahren, dann können wir die Probleme bekommen, dass wir den Raps mit diesem Wind wieder aus der Furche pusten und nur der Dünger liegt dann gut. Genau, entweder liegt nur der Dünger gut oder der Dünger setzt sich irgendwo drin, wenn wir nicht genug Luft haben. Ne? Genau, das wäre beim Double Shot so. Genau. Jetzt stehen wir hier hinten schon an unser
bekannten Optidisc H. H steht für Hydraulik. Also hier können wir einen Schardruck bis 70 Kilogramm in 10 Stufen einstellen. Genau, davor haben wir noch die vorlaufende Trapezwalze, um nochmal die Saatreihe perfekt vorzuverdichten. Aber vielleicht nochmal... Lass uns erstmal zu der Walze gehen, Gehen wir Justus. zur Walze. Und zwar, das haben wir auch schon schön bei der DT gezeigt, aber was hier wirklich hervorragend gemacht ist, ihr könnt die natürlich mit Druck aufbelasten aus der Kabine und könnt selber entscheiden, wie hoch soll der Druck sein. Wenn der Boden jetzt so ein bisschen fester ist, ein bisschen klumpiger, könnt ihr natürlich mehr drücken. Anderer Fall ist ja mein Sandboden, wenn der so richtig fließt und mit einer wie so eine Welle vorweggehen will, Genau. dann können wir auch entlasten, richtig? Genau, damit wir für dieses Bulldozing dann nicht haben. Ne? Genau. Genau, was wolltest du noch zeigen? Den Verteiler können wir zeigen. Wir können auch noch sagen, dass wir nicht nur die Walze vorne drin haben, die ist optional, entweder also nur die Säschiene oder dann auch noch eine Wellscheibe. Ne? Also wenn wir sagen, wir haben wirklich so richtig, ich sag mal, Boden, den wir vorher noch mal zerschneiden Das heißt, müssen. ihr könnt noch was vorwegpacken? Nein, entweder oder. Ach, entweder oder. Genau. Entweder oder. Ja. Okay, wir müssen uns entscheiden. Genau. Dann haben wir hier so ein Führungsrädchen, Genau. das sicherlich darauf achtet, dass wir nicht zu doll wanken und schwanken. Läuft mit ein bisschen Druck mit wahrscheinlich. Nee, läuft komplett frei mit. Nur was das Teil wiegt, oder? Ja, genau. Also ich muss jetzt nicht Höhen einstellen. Nein. Okay. Also der macht das. Jetzt gerade, wie gesagt, sind wir die ersten paar Meter hier im Geflüchten gefahren, müssten wir das Spannschloss noch etwas kürzer drehen. Das soll komplett frei laufen. Ich verstehe schon. Aber wenn wir in der Vorgewendefahrt sind, dann ist es mit Druck beaufschlagt. Was man hier auch schön sehen kann, beide Segmente können so ein bisschen unabhängig voneinander klappen. Genau. Ja? Also das kann zum Beispiel nach oben gehen, das nach unten gehen. Und das sieht man hier, geh mal kurz einmal aus dem Bild, Justus, bitte. Wenn man hier so sieht, nach hinten geht, dann sieht man, das geht auch so ein bisschen nach unten. Das ist so ein bisschen gerade. Und trotzdem sehen wir auch eine schöne Kontur von den ganzen Seescharen. Gerade hier, wo auch die Maschine lief, wo der Flug lief. Und man muss ja auch sagen, rückverdichtet ist jetzt hier bei diesem Kuchensand noch nicht so viel. Ihr stellt ja auch erst den Flug noch ein. Ja. Kann man das hier halt richtig schön zeigen. Genau, gibt es zu den Seescharen noch was zu sagen? Oder möchtest du erst bei dem Verteilerkopf anfangen? Wo möchtest du weitermachen? Also bei dem Seeschar kann man halt sagen, dass wir hier unser bekanntes Doppelscheibenschar haben. Hier mit Hartmetallabstreifern, also falls es mal nicht sandig ist, sondern irgendwie mal etwas klebriger, dass die sich halt nicht zusetzen. Wir haben hier so ein perfektes Parallelogramm und der Druck, also wenn wir jetzt sagen, wir wollen den Druck erhöhen, da verstellen wir nicht die Arbeitstiefe oder die Sätiefe verstellen wir so nicht. Ne? Genau, also deswegen schönes Parallelogramm. Und die Sätiefe bleibt halt dann auch da, wo wir sie haben wollen. Ja? Also Genau, das ist relativ smart gedacht. Auch finde ich gut, dass ihr die Seetiefe, also ich habe ja gedacht, oh Gott, wie oft muss man denn die Seetiefe verändern? Aber nein, ihr habt hier einfach eine Welle durchgeschraubt. Genau. Das heißt, wir haben 2 Verstellmöglichkeiten, einmal auf dieser Seite und einmal auf der anderen Seite. Genau. Ich habe mich aber heute gefragt, wo ist denn die Kurbel dazu? Das habe ich mich auch schon gefragt. Also die Kurbel ist, die müsste hier sein. Ach, die ist in der Dings. Ach ja, da ist sie doch, ne? Ja. Ja, genau. Gut untergebracht. Und dann sieht man hier an der Skala. Wo ist die Skala? Hier. Ach da, nicht weit genug gefilmt. Dann sieht man da anhand der Skala, welche Tiefeneinstellungen haben. Das ist jetzt nicht 1:1 in Zentimeter, wurde uns gesagt. Aber wenn wir jetzt sozusagen eine Einstellung haben, meinetwegen die 4 ist jetzt 2 Zentimeter Ablagetiefe und wir ändern um einen Wert, dann haben wir 1 Zentimeter tiefer. Hat Johannes vorhin gesagt. Dann ist das so. Genau. Also da hat er gesagt, dann stimmt sozusagen die Skalierung und dann ist ein Wert 1 Zentimeter. Ah, okay. Okay. So, dann sind wir, glaube ich, bei den Verteilerköpfen, oder? Genau. Dann bei den Verteilerköpfen. Auch hier ganz besonders Schlauchlängen alle gleich lang. Aus welchem Grund? Dass wir eine perfekte Querverteilung hinkriegen. Ja, also wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten für 6 Meter nur einen Verteiler und dann würde der, ich sag mal, hier sitzen, dann wäre der Schlauch natürlich hierhin extrem kurz und nach ganz außen ganz lang. Und dann hat man einen hohen Gegendruck
Und dann geht es halt natürlich dahin, wo am wenigsten Gegendruck ist, geht dann auch am meisten Luft, also auch am meisten Saatgut. Deswegen Schläuche alle gleich lang, dass die Querverteilung perfekt ist. So, und dann haben wir hier die neuartigen Verteiler. Das muss man sagen, das finde ich sehr intelligent gemacht. In der Fahrgasse. Also, wenn wir ich sag mal, ganz normal ohne Fahrgasse drillen, dann ist die Patrone hier oben. Dann sind alle offen. Und jetzt haben wir es so, dass wir nicht mehr diese Patronen haben mit den Löchern, sondern einfach nur noch diese Gitter. Und wenn wir jetzt sagen, also jetzt hier drillen wir mit 36 Meter, das ist relativ einfach, also machen wir die Reihen direkt hinterm Trecker zu. Weil wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, wir haben eine andere 30 Meter, 27 Meter, was auch immer, dann können wir hier relativ einfach die anderen Löcher zumachen. So. Zack. Genau. Wir haben vorhin gerade mit Johannes gesprochen, ihr entwickelt auch gerade eure App weiter. Ihr meint bis zur Agritechnica, Genau. dass die App sozusagen auch Empfehlungen gibt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine 48 Meter Fahrgasse bekommen. Hier ist meinetwegen eine Beschriftung oder ein Metallring drauf, wo Nummern draufstehen. Genau. Dass die App einen ganz klar sagt, jetzt muss es an der 7 und an der 8 muss das jetzt hin. Und wenn du wieder abänderst, dann muss es wieder umgesteckt werden. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel jedes zweite Rohr zumachen will, für eine Sonderkultur, für einen Raps, für einen Soja oder sowas, wie flexibel ich natürlich damit bin. Ja, ne? genau. Ja, Wie einfach. Genau. Und sobald wir halt eine Fahrgasse fahren, fährt das Ding runter, verschließt dann halt die entsprechenden Rohre und dann ist es fertig. Ist das Hydraulik? Ist das ein Strommotor? Wer ist es? Ich glaube, das ist hydraulisch. Und ihr habt die Saatreihenüberwachung, Ja, ist hier drin? Bitte? Die Saatreihenüberwachung? Nee, diese ist jetzt ohne Saatreihenüberwachung ausgestattet. Sonst sind die Sensorik hier hinten dran. Ah, okay, wie man das gewohnt kennt. Ich habe gedacht, das wäre extrem smart, Ja, das stimmt. wenn das hier quasi ein Pilz wäre und da wäre alles integriert. Genau. Nee, Brutal aber wäre das ist es gewesen. noch genauso wie bei der DT. Diese hat jetzt halt die Option nicht dran. Also es gibt die Option für die eine Teilüberwachung oder halt auch die Vollüberwachung. Das ist immer dann ganz, was man möchte. Okay. Ich glaube, von hier draußen sind wir erstmal guter Dinge hier durch. Ja. Und dann lass uns nach drinnen gehen. Ja. Zum Fahrwerk vielleicht, das habe ich vorhin noch gefragt. Maximale Bereifung ist wohl hier drauf mit 750er. Dann sind wir hier in einem 3 Meter Außenmaß. Ja, ich hatte noch gefragt, ob Zwillinge möglich sind. Von Werk aus nicht, war die Antwort. Ja, das Problem ist halt immer, dass wir in diesen 3x4 Meter bleiben möchten. Ne? So, und sobald wir die anbieten, müssten wir halt quasi gewährleisten, dass es auf der Straße nicht gefahren wird. Verständlich. Verständlich. Okay, wir sind jetzt in der Kabine angekommen. Ich denke, dass wir unabhängig 2 Applikationskarten fahren könnten. Genau. Ist, glaube ich, keine Hürde mehr. Nein. Und auf jeden Dosierer quasi, also wenn jeder Dosierer in den Bereich reinkommt, dass er sich anpasst, auch nicht mehr. Ne? Genau. Ja, genau, das ist keine Hürde mehr. Ja. Erklär doch mal einfach. Genau, also das ist unsere IQ Drill Übersicht, ganz normal. Hier unten sieht man jetzt, in welchem Menü wir quasi jetzt drin sind. Also jetzt gerade ist es so, dass wir im Ein- und Ausklappmenü sind. Wenn ich jetzt ausklappe, so, dann zeigt er mir das auch an. Und sobald er oben ist, zeigt das mir hier an und dann habe ich erst die Möglichkeit, ins Klappmenü zu gehen. Also das ist einfach so, dass wir Fehlbedienung damit, Genau, ihr wollt vermeiden, dass jemand das Ding anfängt zu klappen oder versehentlich gegen die Hydraulikeinheit kommt. Whatever, man hat Kinder dabei, alle Möglichkeiten, dass man das Ding einklappt. Genau. Und wenn es noch in der Erde ist. Genau. Dann haben wir hier unten das, was du auch gerade eben gesagt hast mit der Konturanpassung. Also jetzt hier gerade können wir in 10 Stufen anpassen, mit wie viel Druck die Flügel quasi fahren. Soll ich normal machen? Sieht gut aus, ne? Genau. Drauf tippen. Jetzt sind wir bei der Rolle, wie du vorne schon gesagt hast, oder bei der Trapezwalze. Und nochmal drauf tippen. Jetzt können wir dann den Schardruck auch einstellen. Ja, also einfach durchklicken. Hier oben. Ach, das heißt, der Kontur, der Flügel, den können wir auch mit Druck belasten und können sagen, wie einfach der weggeht, Genau. wie doll die Maschine gegenhält. Genau. Ja, verrückt. Genau so ist es. Ja, und dann hier zeigt er uns halt noch an, wo unsere Gebläsedrehzahl ist.
Die sollte immer ungefähr zwischen 3.500 und 4.000 Umdrehungen pro Minute sein. Hier oben haben wir jetzt schon abgedreht auf 73 Kilogramm pro Hektar, was wir ausbringen möchten. Unten drunter wäre jetzt gerade noch 150 Kilo für Dünger zum Beispiel. Können wir dann ganz einfach die Dosierer starten, dann können wir die Menge hier erhöhen und verringern, wieder zurück auf 100% setzen. Und hier auf der rechten Seite können wir halt die Fahrgassenschaltung rauf und runter, so wie wir halt wollen, da wo wir hin sind, oder halt auch pausieren, wenn wir zum Beispiel im Vorgewende sind. Hier haben wir dann das Fahrgassenmenü. Also jetzt gerade sind wir bei 36 Meter. Und das, was du auch draußen schon gesagt hast, wenn wir jetzt hier umstellen würden auf 30 Meter zum Beispiel, dann sagt er uns, okay, wir machen auf der linken Seite, müssen wir dann welche zumachen und machen eine andere Überfahrt. Also jetzt gerade ist es nur möglich, wenn wir mit 2 Überfahrten die Fahrgasse drillen. Okay, auch wenn du 27, was passiert bei 27? Dann auch alle 2,25 Fahrbahn wird dann halt gedrillt. Und bei 36 ist es so, dass wir jetzt schön mittig, wie wir es gerade eben hinten erklärt haben, dann können wir draufklippen und können ihm sagen, so, jetzt möchte ich auch mit 2 Überfahrten haben. Jetzt hat er gerade die Fehlermeldung oder den Warnhinweis gegeben. Bitte mit einer halben anfangen. Ah, okay. Weil es sonst nicht passt. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen Wie, aber 36 Meter, muss ich doch mit der vollen anfangen, oder nicht? Ja, aber wenn ich ihm sage, ich möchte nur mit dem linken quasi, jetzt gerade sage ich ihm, ich will nur, dass nur der linke Verteiler hat diese Clips drin. Ah, das jetzt verstehe ich. So, und dann müssen wir mit einer halben anfangen. anfangen. Dann müssen wir mit einer halben anfangen, ja. Genau. Wollen wir aber nicht. So ist ja am einfachsten. Ja, die Frage wäre auch, warum sollte man das tun? Weiß ich nicht. Okay. Weil wir es können. Okay. Genau. Ja, dann würde ich sagen, zieh doch mal eine Bahn, damit wir so sehen, wie einfach sich so ein Ding zieht. So, wir haben jetzt das Ganze noch ohne Saatgut, einfach um zu zeigen, um zu ziehen. Genau. Denn hier ist ja noch nicht fertig geflügt und wird noch eingestellt und wir müssen auch erst noch ein bisschen mit Janni absprechen. Aber was wir jetzt sagen könnten, sind schon mal Verbrauchswerte, oder? Theorie. Ich weiß nicht, ob die Jungs das eingestellt haben. Wie viele Liter haben wir in einer Stunde? 7 Liter auf dem Hektar? Ja. 7, 8 Liter auf dem Hektar? 7, 8 Liter auf eine Stunde, sagt er jetzt gerade. Wie, aber das kann ja nicht hinhauen. Das kann nicht haben. Das wäre ziemlich wenig. Also erfahrungsmäßig kann ich gestern sagen, dass wir so ungefähr 3 Liter pro Hektar. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Das muss ja extrem leicht ziehen, weil so 5, 6 Liter inzwischen haben gezogene mit Saatbettbereitung. Also ich glaube, die ich von euch da hatte, die hatte sogar 4, glaube ich, habe ich geschafft. Und da muss die 3 Liter liegen. Ja, das ist, glaube ich, realistisch. Also Maximalwert, was wir gestern geschafft haben, waren auf jeden Fall 16 Hektar die Stunde. Mhm. Und man sieht, wie schön die jetzt auch ein bisschen mitläuft da mit der Schiene, ne? Ja. So ein bisschen abstützt, glaube ich. Dann ist es so, ihr könnt ja bis zu 70 Kilogramm Schardruck erzeugen, ne? Das heißt, wenn der Tank leer ist, dann hebe ich die Achse aus? Nee, die Achse läuft immer mit. Ja, aber hast du mal ausgerechnet? Ja, das stimmt. Johannes meinte tatsächlich, das ist so. Also, wenn der Nanoraps im Tank ist und der drückt voll durch, dann tippeln die nur noch auf den Boden, die Räder. Weil ihr den Schardruck dann auf die Schare bringt Ja. und dann kostet es, was wolle. Interessant sind auch hier diese Schare, diese Wellenschare, oder? Die haben natürlich den Vorteil, dass sie jetzt nicht mit Strom mehr so Probleme haben wie Grubberschare, aber trotzdem, ja, die Spur locker, ne? So wird schlimm. Jetzt sieht es auch wieder besser aus. Spannendes Thema. Ich würde sagen, wir gehen da gleich nochmal zu Jan rüber, der hat da gleich den Acker fertig und dann drillen wir mal richtig und dann gucken wir mal die Saatgutablage uns an. So Justus, endlich wieder buddeln. Ja. Junge, 12 Meter, das sind echte 12 Meter, Justus. Das ist schon. Das ist so ein bisschen, weißt du, wenn man eine echte
Echte 12 Zentimeter? Nee, echte 12 Zentimeter sind echte 12 Millimeter. So, Gucken wir mal, ob wir was finden. gucken wir mal. Reicht ja, wenn einer filmt und einer macht sich die Finger schmutzig, oder? Das ist Ich so. meine, hier sind dankbare Bedingungen, muss man ehrlich sagen. Hier Jans Kuchensand, den habe ich ja auch zu Hause. Was drin wir? Gerste? Roggen. Ach, Roggen. Boah, da hat man da aber auch nur, keine Ahnung, 50 Kilo auf dem Hektar. 73, da ist das erste. Wie war das noch bei dir mit feuchten Schlitz und Saat und so? Ja. Na, das ist ja immer optimal, wenn der Samen in feuchten Schlitz kommt. Ja. Verstehst du? Ja, wenn da man ist will, das nächste. Wenn man will, das Leben entsteht. Da ist noch eins, da. Guck mal, jetzt haben wir hier ein paar mehr. Ja, genau, das sieht Ja. doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Aber relativ tief. Ja, würde ich auch sagen. Also mir wäre das zu tief. Vielleicht hat er sich das aber auch gedacht wegen der Trockenheit. Das muss er entscheiden. Aber Das sind jetzt auch die ersten Meter in Roggen, ne? Also gestern hatten wir ja Gerste. ja, Genau. Jetzt die ersten Meter in Roggen, sonst müssen wir vielleicht noch ein bisschen flacher stehen. Weil Roggen, wir ja den Himmel sehen so ein bisschen, ne? sagt man das so? Zumindest hat das der Fahrer gestern gesagt. Ich kenn's vom Raps. So Leute, die Maschine wird hier nochmal anders eingestellt bezüglich der Bedingungen und Ablagetiefe. Und damit verabschiede ich mich in diesem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr Bock habt, dann lasst mir gerne ein Like da, ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.